Hallo meine Lieben, heute gleich noch ein weiteres Video zur Adventszeit und zwar will ich euch zeigen, wie ihr einen einfachen Adventskalender machen könnt, und zwar sind das kleine Tüten in einer Kiste und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Für dieses Jahr wollte ich euch eine Adventskiste zeigen, die ihr wirklich super simpel selber machen könnt. Ihr kennt sicher diese Tüten, die man kaufen kann. Ich mache die immer selber, weil es ist wirklich super einfach gemacht. Und ihr seht auch, ich habe verschiedene Größen ausgewählt. Das heißt, ihr könnt hier auch selber entscheiden, welche Größen ihr verwenden wollt. Ich werde euch diese hier zeigen, diese Größe. Und zwar einmal in breit und einmal in hoch. Vom Papier her, das ich verwende, ihr könnt auch ein dünnes Papier, wo ihr das selber ausgedruckt habt, oder irgendein Designpapier verwenden. Was ich gerne mache, ich kaufe mir vor Weihnachten, gibt es immer so cooles Motivpapier, also respektive Packpapier, Geschenkpackpapier. Und da sind diejenigen, die wie das Packpapier sind, die haben eigentlich eine super dicke. Das andere, was ich so ein bisschen als Akzent verwende, das ist ein bisschen dünner, aber auch mit dem funktioniert das. Und dann schneide ich mir einfach die entsprechenden Stücke aus. Ich habe jetzt extra zweimal eine A4-Seite genommen und einmal so, dass das Motiv breit ist und einmal so, dass das Motiv hoch ist. Und die beiden Tüten machen wir. Was hilft ist, wenn ihr ein großes Geodreieck habt, damit ihr das richtig falten könnt, und dann brauchen wir einen Flüssigkleber. Ihr könnt aber auch mit Doppelklebestreifen arbeiten, wenn euch das lieber ist. Ich nehme jetzt zuerst das, was längs ist, und falte es einfach mal so, dass ich hier eine 1 cm Überlappung habe, circa. Und ich gucke jeweils einfach drauf, dass ich diese Überlappung nicht direkt in der Mitte habe, sondern so ein bisschen auf der rechten Seite. Jetzt könnt ihr diese Überlappung schon mal zusammenkleben. Und da gebe ich einfach das ganz normale Flüssigkleber, Cementid-Flüssigkleber weißer. Da gebe ich einfach einen dünnen Streifen auf der Überlappung drauf, lege das rüber und streiche das fest, bis es festklebt. So, jetzt ist diese Breite in etwa 14 cm. Und ich mache das immer so, dass ich da die Hälfte von nehme, nämlich die 7 cm, nehme mein Geodreieck und lege das unten an der Kante bei 7 cm an und falte das einmal kurz, so dass das hier gerade hochgeht. Dann macht ihr das wieder auf und dann streicht ihr hier von der Ecke das runter, so dass diese Linie, die wir hier haben, auch diese Innenlinie trifft. Und dasselbe auf der anderen Seite. Schön aus der Ecke und die Linie hier weiterführen. So, bitte. Und jetzt geht es darum, dass wir diese beiden Seiten so reinklappen, dass ich hier eine kleine Überlappung habe. Bei mir weiß ich, dass ich das erreiche, wenn ich ungefähr bei 3 cm. Das heißt, hier ist diese Mittellinie, da sind die 3 cm. Jetzt auf meinem Geodreieck lege ich das gerade hin und streiche das einmal fest. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Schön bei 3 cm anlegen. Hochstreichen. Und drüber legen. So.
Und jetzt können wir auch das festkleben und hier einfach gucken, dass wenn ihr hier eine Lücke habt, da sollte jetzt kein Kleber drauf, weil das muss sich nachher wieder lösen können. Das wirklich nur auf diesen Dreiecken hier Kleber drauf machen. Und dasselbe auch auf der Seite. Und da ich hier die Ecke drüber lege, kann ich hier oben auch einen Tupferkleber drauf machen. So, dann können wir das festkleben. Das ist auch schon alles, was wir hier für die Tüte selber an Kleber brauchen. Und jetzt könnt ihr das Geodreieck wieder so anlegen, dass diese beiden Ecken, die quasi hier schön auf dieser Linie liegen und das dann auch hier umlegen. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Und da hilft einfach das Geodreieck, weil ich hier immer sehe, dass ich wirklich schön gerade liege. Und die beiden müssen wir jetzt auch noch auf die andere Seite umlegen, so dass es quasi schön vorgefaltet ist. So, und dann könnt ihr das Ganze aufmachen. Und jetzt habt ihr hier 3 Linien. Die äußeren müssen nach außen liegen und die innere muss nach innen liegen. So in dem Stil. Das natürlich auf beiden Seiten. Was ich jetzt noch kurz mache, ich mache jeweils noch ein Stück Papier rein mit einem 200 Gramm Papier, was unten den Boden abdeckt, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Jetzt messe ich das kurz. Das sind in etwa 5,8 mal 7,8. Da gebe ich auch kurz ein bisschen Kleber drauf. Jetzt lege ich die Seite, die Kleber hat, hier quasi rein und lasse das runterrutschen. Und dann kann ich die quasi einfach ein bisschen kippen und dann habt ihr das auf dem Boden unten. Jetzt nehme ich die Seite, wo ich die Überlappung habe und fange das so an zu veralzen. Diese Ecke muss nach innen liegen. So, manchmal muss ein bisschen nachhelfen. Jetzt könnt ihr das Ganze feststreichen nochmal. Wenn ihr jetzt die Seite anguckt, ne, hier ist die Ecke drinne. So ist quasi das, wie ihr die Tüten jeweils kauft. Dann können wir das Ganze wieder aufmachen. Jetzt seht ihr, dass ihr wunderbar eine Tüte habt, so wie ihr die jeweils kauft. Und jetzt auch mit einer A4-Seite ist das schon relativ groß. Dann mache ich das, ich würde natürlich jetzt das, was da reinkommt, reinmachen und dann lege ich das oben jeweils zweimal um. Ihr könnt das so machen, wie ich euch das jetzt zeige. Ihr könnt aber auch eine Klammer drauf machen, ne? Also da seid ihr natürlich völlig frei. Ich habe es jetzt zweimal umgelegt. Jetzt mache ich hier oben 2 Löcher rein. Relativ nah beieinander.
Sehr gut. Da schon mal die Tüte vorbereitet. Und die hat jetzt hier unten schön einen stabilen Boden. Jetzt, bevor ich weitermache mit der Tüte, machen wir gleich auch noch die zweite. Die ist ja jetzt so, dass ich das längs habe. Und dann mache ich eigentlich die gleichen Schritte. Das heißt, auch hier wieder in der Mitte zusammenlegen. Hier sind wir jetzt rund bei 10 cm, das heißt, ich klappe das bei 5 cm um. Da gehe ich jetzt bei 2 cm und ihr seht, ich weiß die Maße nicht auswendig, sondern ich lege das jeweils einfach so ein bisschen über das Geodreieck und gucke, wo muss ich hin, damit ich ja das über die eine Ecke über die Mittellinie geht. Dann weiß ich eigentlich auch, wo ich das umlegen muss. Aber ich gucke immer drauf, dass es eben auf beiden Seiten gleich ist. Das heißt, jetzt gehe ich auch hier bei 2 cm. Und dann auch die Seiten wieder anhand den Ecken festlegen. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and hier ist der Boden bei 4 mal 5,5. Chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Und dann habt ihr hier so eine lange Tüte. It will always be Christmas in my heart, but this year I wanna hang out. So, das waren schon mal die beiden Tüten. Jetzt, was ich gemacht habe, als Schnur habe ich hier einfach so ein rotes Bakers Yarn genommen. Da könnt ihr natürlich die Farbe wählen, die für euch passt. Die habe ich alle auf 28 cm zugeschnitten und an den beiden Enden verknotet. Und dann ziehe ich das ganz einfach durch diese Löcher durch, so dass die beide ungefähr gleich lang sind. Und für die Ziffern habe ich ganz einfach ein A4-Blatt ausgedruckt. Gucken, was ich alle habe. Hier. Und habe in den Farben ganz einfach abgewechselt. Ich habe Kreise gemacht und dann die Ziffern reingemacht und noch so eine Stitchline ringsherum. Das könnt ihr in dem Programm machen, was ihr wollt. Das ist wirklich super einfach gemacht. Und ich habe drauf geguckt, dass der Kreis in etwa die 3,2 cm ist, weil dann kann ich ganz einfach mit einer Stanze arbeiten. Und ich habe das auf ein 200 Gramm Papier dann ausgedruckt und das Papier dann in Streifen geschnitten. Und so kann ich jetzt wunderbar ganz einfach die Stanze nehmen und diesen Kreis schön mittig ausrichten und das ausstanzen. Und so habe ich hier wunderbar die Ziffer. Und damit es jetzt so ein bisschen stabiler ist, stanze ich das gleichzeitig auch nochmal aus dem 200 Gramm Papier aus, einfach aus einem, wo nichts drauf gedruckt ist, und klebe die beiden kurz aufeinander.
Und dann habe ich hier ganz einfach auch ein Löchchen reingemacht, damit ich die Schnur da durchziehen kann. So. Und so kann ich das ganz einfach an die Tüten machen. Das heißt, ich ziehe hier auch die Schnur durch, bevor ich die verknotet habe. Jetzt kann ich das zusammenbinden. Und ich mache dann jeweils eine Schlaufe drauf. So, und das macht ihr dann mit den Tüten quasi 24 Mal, damit ihr da eure Tüten fertig habt. Und jetzt wäre es ja ein bisschen langweilig, wenn wir nur die Tüten hätten, sondern was ich gemacht habe, ich habe eine Holzkiste. Damit der Boden so ein bisschen abgedeckt ist, habe ich hier selber kurz Füllmaterial gemacht. Das habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich eine Rolle Packpapier genommen habe, die so ein paar Mal zusammengelegt und dann einfach dünne Streifen geschnitten habe. Ihr seht hier so von der Dicke her. Und dann habe ich ganz einfach das in die Kiste reingemacht. Es gibt dann so kleine Girlanden quasi. Und dann könnt ihr das einfach wirklich so zusammen eine Weile lang zusammenkneten und dann wieder auseinanderziehen. Und dann habt ihr wunderbar hier euer Füllmaterial ganz einfach gemacht. Und da könnt ihr, ich habe jetzt Packpapier genommen, ihr könnt auch ein farbiges Papier nehmen, was auch immer euch am besten gefällt. Jetzt habe ich hier eine Holzkiste und ihr könntet zum Beispiel Vinylfolie ausplattendes drauf machen. Gefällt mir vom Effekt her nicht so ganz, weil ich habe keine matte rote und ich wollte was Rotes haben. Ihr könntet es auch schablonieren und dann mit Farbe was drauf malen. Das wollte ich nicht. Normalerweise würde ich sowas machen, aber mir war es wichtig, weil Advent ist einmal im Jahr quasi und ich wollte, dass ich die Kiste für was anderes wiederverwenden kann. Das heißt, ich wollte eine Lösung haben, wo ich das Ganze dann wieder abziehen kann. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich mit Flexfolie drauf gehe. Das heißt, Flexfolie, die wir normalerweise für Stoffe verwenden, die geht auch auf Holz. Und ich will euch das kurz zeigen. Ich habe extra vorher schon einen kleinen Stern drauf gemacht und ihr seht, das hält wunderbar. Das geht auch nicht weg. Aber ich habe jetzt die Heat Press hier auf dem Tisch, die wärme ich kurz auf die zweite Stufe auf. Nehme ein Backtrennpapier. Kurz warten, bis die aufgeladen ist. Und wenn die dann aufgewärmt ist, lege ich ein Stück Backtrennpapier hier drauf und gehe hier, also ich wärme das quasi einfach so ein bisschen auf, im Kreis bewegen, damit ich nicht so lange auf einer Stelle bin, so dass das Ganze wieder heiß wird und sich dadurch der Kleber, weil das ist ja ein dünnes Plastik, was hinten drauf Kleber hat, und wenn das warm ist, sollte man das einfach wieder abziehen können. So, ihr seht, die Flexfolie ist weg. Ich habe hier noch ein bisschen Klebereste drauf, die kann ich einfach abschleifen und dann kann ich die Kiste wieder für was anderes verwenden. Deshalb mache ich diese Lösung heute. So, ich habe als Vorbereitung was ausgeplottet, und zwar 2 Sachen. Ich habe weiße Schneeflocken, die sind aus dem Cricut Design Space, habe ich da einfach bei den Bildern eingegeben Snowflakes, und dann habe ich die einfach so ein bisschen um das Wort herum angeordnet. Und dann habe ich Adventskiste geschrieben und das ist die Schrift Hello Austin, und habe das dann ausgeplottet. Natürlich bei Flexfolie müsst ihr dran denken, dass ihr das Ganze spiegelt. So, und jetzt kann ich eins nach dem anderen auf die Kiste bringen. Ich
Ich mache das hier auch immer so ein bisschen in Kreisbewegungen und dann auch so in Schritten. Das heißt, ich mache hier die ersten paar Schneeflocken. Dann versuche ich hier schon mal diese Folie zu lösen. Und schneide die hier schon mal runter. Weil ich gehe ja nachher noch mal mit einem Spruch drauf, deshalb mache ich das hier so. Und ihr seht vielleicht, ich arbeite quasi praktisch nur mit der Spitze von der Heat Press. Dürft ihr einfach nicht zu lange drauf bleiben. Lieber mal ab und zu probieren, ob ihr es ablösen könnt. So, dann haben wir schon die erste Schicht. Und dann kann ich noch mit meinem zweiten drauf und das schön platzieren. Und damit ich da nicht Gefahr laufe, dass ich irgendwo drauf gehe, wo es nicht geschützt ist, mache ich das zusätzlich mit dem Backtrennpapier. Gucken, ob ich das abziehen kann. Ach, hier oben noch nicht ganz. Klebt es noch nicht überall und deshalb gehe ich hier nochmal mit dem Backtrennpapier einfach wirklich darauf achten, dass ihr nie mit der Hitze direkt auf die Folie drauf kommt. Ne? So, und so haben wir wunderbar unsere Folie auf der Kiste drauf und es sieht eigentlich fast so aus, als ob das aufgemahlen wäre. So, dann kann nur noch das Füllmaterial rein. Dann könnt ihr die Kiste eben so füllen, wie das euch am besten gefällt und habt hier wunderbar eure Adventskiste. Bei mir war es jetzt ein bisschen, ich habe es ein bisschen übertrieben von der Größe her oder die Kiste war ein bisschen zu klein. Da müsst ihr einfach gucken, dass das natürlich passt, dass ihr genug Platz für die Tüten habt, die ihr da reinmachen wollt. Aber so einfach könnt ihr eine super coole Adventskiste basteln und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Ich kann es wirklich empfehlen, eben nicht nur für den Weihnachtskalender, sondern solche Tüten sind auch für Ostern oder einfach durchs Jahr durch für Geschenke wunderbar und die könnt ihr echt in jeder Größe machen. Von dem her war es das auch schon für heute. Eben, ich hoffe, ihr habt Lust, es selber auszuprobieren und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! This song